Hallihallo und herzlich willkommen zurück zum Hilbert-Kalkül in der Prädikatenlogik. So, dieses Mal werden wir das Hilbert-Kalkül ein bisschen anwenden und ich möchte euch zeigen, wie das Ganze funktioniert. Dazu wollen wir zeigen, bei unserem Rätsel, das wir schon aufgestellt hatten, wie man diese ganzen Dinger jetzt vernünftig übersetzt in Prädikatenlogik. Und zwar dieses kleine Rätsel, wer hat denn jetzt Agathe getötet? Und dazu hatten wir hier oben diese ganzen Dinger definiert. In Prädikatenlogik, wie das funktioniert, schaut bitte in den anderen Videos nach. Jetzt wollen wir mit dem Hilbert-Kalkül zeigen, dass das tatsächlich Selbstmord war. Für die, die es schon noch nicht rausgekriegt hatten, tut mir leid für den Spoiler, aber Agathe hat sich wohl selbst umgebracht. Und wie wir das machen ist, wir nehmen an, dass die Formeln 1 bis 7 auf jeden Fall wahr sind. Und dann sagen wir, okay, f ist eine Formelmenge, die besteht aus den Formeln 1 bis 7. So, das ist jetzt f und das ist eine gewisse Menge an Formeln. Das heißt, wir können sagen, diese Formelmenge hier muss gültig sein, denn so hatten wir es ja gerade definiert. So, und dann sagen wir hier einfach wieder, okay, wir haben jetzt eine gewisse Formelmenge da und jetzt wollen wir zeigen, dass Kills von a, gilt. Und das ist im Prinzip das, was wir beweisen wollen. Und wie man das beweist, dazu sind diese ganzen Axiome hier. Denn es ist im Prinzip nichts anderes, wenn hier eine Formel steht, dieses f, beziehungsweise dieses f enthält ja mehrere Formeln, dann bedeutet es ja, das gilt 1 und 2 und so weiter und am Ende 7. Das heißt, wir haben alle Formeln verundet gelten. Und dann kann ich auch schreiben, zum Beispiel sowas wie, ich lasse die Nummer 7 weg und schreibe die auf die andere Seite. Dann gelten aus Formeln 1 bis 6, folgt dann, dass die siebte Formel Kills AA impliziert. So kann man das auch schreiben. Das heißt, ich darf einzelne Formeln rüberziehen und sagen, okay, wenn die Formel gilt, dann impliziert es, dass der Rest gilt. Und ich darf jetzt hier natürlich auch schreiben, dass die sechste Formel gilt und hier einfach mit, das ist nicht das, was ich wollte, mit und verknüpfen. Also die siebte Formel und die sechste Formel zusammen führen dazu, dass Kills AA gelten muss. Denn wir wollen ja genau das eigentlich zeigen und wir wissen eigentlich schon, dass es wahr ist. Okay, so, das war der ganze Trick bei der ganzen Sache und ja, jetzt wollen wir es eigentlich nur noch zeigen. Dazu packe ich erstmal die ganzen Formeln wieder auf die linke Seite. So, und aus Kills von AA folgt jetzt aus Formel 2, wie wir hier sehen können, also ich nehme jetzt einfach mal das hier als f, das ist ein bisschen kürzer. Daraus, aus Kills AA folgt dank Formel 2, dass auch Hates von AA gelten muss. Also sagen wir hier, und das hier ist Axiom, lasst mich gucken, Axiom 4, das ist die Instanzierung. Wir sagen, okay, wenn es für alle x und für alle y gilt, naja, dann gilt es auch für ein gewisses x und ein gewisses y und in dem Fall sagen wir einfach, wir setzen für x und für y a ein, also können wir das auch hier drauf beziehen und sagen, Hates von a. Gut. So, was wir aber auch noch machen können ist, wir können sagen, wenn sie sich selbst getötet hat, dann darf sie nicht selbst reicher sein als sie selbst. Also gleichzeitig noch not richer. Und da haben wir dann schon, das ist das und gewesen, perfekt, haben wir schon die zweite Regelanwendung, nämlich die Instanzierung mit Axiom 4, das zweite Mal. So, jetzt haben wir aber noch mehr. Und zwar, ich werde jetzt hier mal ein bisschen sparsamer. Und zwar aus Hates von AA folgt auch, dank Formel 4, folgt auch not Hates von Charles, x. Also, not Hates von Charles, x, a, haben wir schon wieder instanziert und diesen Allquantor, ne, wir haben ihn nicht verschoben, wir haben wieder nur instanziert, mehr haben wir eigentlich noch nicht gemacht. Formel 5 und Formel 6, nein, es gehört beides zu Formel 5. Also Formel 5 ist wahr, wie wir hier wissen, wir nehmen ja einen gewissen Satz an Formeln, also diese 7 Formeln hier als wahr einfach an, weil sie uns gegeben sind. Und daraus folgt, dass Hates von AA true ist. Das heißt, das hier ist gleich true.
denn ansonsten könnte diese ganze Formel nicht wahr sein. Agathe muss ja sich selber hassen und Agathe muss Charles hassen, sonst wäre Formel 5 nicht wahr. Das heißt, das hier ist auch 1. Ich ersetze es einfach mal, ihr wisst noch, was da stand. So, und jetzt schauen wir weiter. Wir haben hier unten noch mehr gegeben. Für alle x, not richer, x oder a, impliziert Hates von b, x. Naja gut, Hates von b, x interessiert uns eigentlich nicht wirklich. Aber wir können natürlich später noch eine Variablenbelegung suchen, damit das Ganze hier falsch wird. Das wäre dann der Widerspruchsbeweis. Das heißt, wir wollen eigentlich nicht zeigen, dass Agathe Selbstmord begangen hat, sondern dass, wenn Agathe keinen Selbstmord begangen hat, dass wir dann einen Widerspruch finden in den Formeln. Genau. So, machen wir weiter. Aus Formel 5 folgt direkt 5 impliziert, naja, 5 und 7, also 5,7, schreibe ich jetzt einfach mal. Es ist ein bisschen unformal diesmal, ich weiß, aber ich glaube, ihr kommt ja drauf klar mittlerweile. Aus Formel 5 folgt ja, dass Agathe sich hasst und Agathe hasst den Charles. Und aus Formel 7 folgt, dass es einen gibt, den sie nicht hasst. Und dieser eine ist logischerweise dann der Butler. Also Agathe hasst den Butler nicht, weil sie hasst ja sich selber, also hates, also für alle x, wir instanzieren hier wieder dieses x mit Agathe. Wir sagen, Agathe hasst sich selber. Gut, okay, also das hier ist schon mal nicht false. Agathe hasst Charles, weil hier steht es ja. Das heißt, das hier hinten ist auch nicht false. Naja, dann muss das hier wahr sein, sonst wird die ganze Implikation falsch. Also, not hates von Sekunde. Das oder muss natürlich weg und hier muss ein A reinkommen. So, also not hates Agathe und B. Okay, also Agathe und den Butler. Gut. So, und wenn wir wissen, dass das tatsächlich direkt gilt, dann können wir das eigentlich auch als 8. Formel sozusagen hier hinschreiben und sagen, dass es immer war. Auch wenn es jetzt nur hieraus gefolgt ist. Und dann sagen wir hier einfach f,8. Also wir portieren quasi von hier auf die linke Seite, weil wir wissen, dass es immer wahr ist. So, das heißt, wir haben hier noch mehr rausgefunden. Wir finden hier auch das hier raus, aber das bringt uns nicht so viel. Und wir finden das hier raus. Hates AA, das wissen wir, impliziert not hates CA. Naja, also Charles hat Agathe nicht gehasst. Das heißt, wir können das hier eigentlich auch als 9. Formel oder von mir aus auch hier mit und verknüpfen. So. Und dann sind wir schon mal wieder ein bisschen weitergekommen. Analog können wir sagen, wir wissen ja hier, für alle x gilt, dass wenn Agathe denjenigen hasst, dann hasst Charles ihn nicht. Also können wir hier eigentlich auch sagen, weil wir wissen ja, Agathe hasst den Charles auch. Also können wir hier sagen, dass der Charles sich nicht selbst hasst. Weil das folgern wir aus diesen beiden Formeln hier. Also not hates Charles sich selbst. So, also Charles hätte schon mal keinen Selbstmord machen können. Gut. Und jetzt der Übersichtlichkeit halber möchte ich einfach mal zusammenfassen. Ich weiß, dass es... Upsala. Ne, wir lassen das so. Das passt. So, und was wir jetzt noch machen können, ist, wir können beweisen, dass Kills AA wahr ist. Eigentlich hätten wir das hier, glaube ich, nicht mal gebraucht. Eigentlich haben wir bloß Hates von AA, ich schreibe das hier nochmal kurz hin, Hates von AA gebraucht und not richer AA. Okay, wir können dann am Schluss noch eine Belegung finden, aber jetzt zeigen wir mal, wenn es irgendjemand anders war, dann gibt es einen Widerspruch. Also nehmen wir jetzt einfach mal an, Kills von B, A, naja, das gilt jetzt. Das nehmen wir jetzt einfach mal an. Wir zeigen, dass wenn das gilt, dass es nicht geht. Okay, also Kills von BA. Wir sagen, der Butler hat Agathe ermordet. Und jetzt zeigen wir, dass es nicht funktioniert. Und zwar folgendermaßen. Wenn der Butler Agathe ermordet hat, dann muss der Butler auch Agathe hassen. Das können wir direkt durch so eine Instanzierung sagen. Also, der Butler hat Agathe ermordet, also hasst der Butler auch Agathe. Das wäre wieder Axiom 4 gewesen. Genau.
So, ich nenne es jetzt einfach mal G hier. Ich sage G und dann dieses komische impliziert Zeichen hier für ganze Formelmengen. Also, gut. So, wenn der Butler aber auch, ich schreibe das mal hier noch hin, G gleich f,8, ups, was ist jetzt? Ach so, mein Numpad ist mal wieder ausgegangen. f,8 und Kills von BA. Okay. Jetzt zeigen wir, wenn, also der Butler hasst Agathe, wenn er sie getötet hat. Das steht ja hier quasi drin. Oh, mir fällt gerade auf, dass wir hier oben eigentlich die Variablen falsch rum belegt haben. Kills AB sollte bedeuten, dass der Butler Agathe getötet hat. Also müssen wir das hier unten auch ein bisschen ändern. Wir ändern es oben. Ich glaube, das ist eindrücklicher. Kills BA, also der Butler hat Agathe getötet und hier steht Charles hat Agathe getötet. Tut mir leid. Etwas seltsam. So. Also aus Kills BA folgt, dass der Butler Agathe hasst. Das steht hier. So, es folgt auch, oder es muss auch folgen, dass der Butler nicht reicher ist als Agathe. So, denn ansonsten wäre Gleichung 3 verletzt. Es muss außerdem folgen, und so langsam rutschen wir hier zu weit runter, aber wir brauchen das oben drüber eigentlich eh nicht mehr. Für alle Leute, die Agathe gehasst hat, diese Leute hat Charles nicht gehasst. Und wir wissen, dass Agathe den Butler nicht gehasst hat, also hat und ansonsten alle gehasst hat, also hat Charles, wie wir hier sehen können, aber das haben wir eigentlich schon vereinigt, das heißt, die brauchen wir eigentlich nicht mehr betrachten, die beiden. So, und jetzt geht es hier mit dem Nicht-Reicher weiter. Für alle Leute, die nicht reicher waren als Agathe und die Agathe gehasst hat, diese Leute hat der Butler auch gehasst. Naja gut, was wir daraus lesen können, ist, die Leute, die reicher waren als Agathe, die Leute, die Agathe gehasst hat, die hat der Butler auch gehasst. Bringt uns nichts, bringt uns einiges, weil wir wissen, Agathe hat sich selbst gehasst, sprich wir wissen auch, wenn Agathe sich selbst gehasst hat, dann hat der Butler diese Leute auch gehasst. Also wissen wir, dass der Butler Agathe gehasst hat. Das heißt, hier ist schon mal kein Widerspruch, ja? Okay, also das kommt raus. So, und jetzt noch die Leute, die nicht reicher waren. Aber das brauchen wir eigentlich gar nicht, weil am Ende kommt höchstens raus, dass der Butler Agathe gehasst hat und das haben wir schon rausbekommen. Okay, dann für alle x not hates xa oder und so weiter und so fort. Das bedeutet im Prinzip, es gibt jemanden, den auch der Butler nicht gehasst hat, und wenn der Butler alle Leute gehasst hat, die Agathe gehasst hat, dann heißt es schon mal automatisch, dass der Butler auch Charles gehasst haben muss, denn Agathe hat ja Charles auch gehasst. Also, ich sage hier nochmal eine neue Gleichung, Gleichung 9. Ups. Der Butler muss Agathe gehasst haben, denn Agathe hat sich selbst gehasst, und der Butler, verdammt, das war das Falsche. Der Butler muss Charles gehasst haben. So, und daraus folgt aber, dass der Butler sich nicht selbst gehasst hat, weil es muss ja immer einen geben, der nicht gehasst wurde von dieser Person. Okay, was auch noch daraus folgt, dass der Butler sich nicht selbst gehasst hat, das wäre jetzt, keine Ahnung, welches Axiom das tatsächlich wäre gerade. Ich glaube, wir machen das alles so ein bisschen Freestyle, aber wir benutzen hin und wieder mal diese Axiome. Das ist eigentlich alles so ein bisschen Freestyle, was man hier so macht. Okay, das hier sind übrigens auch noch allgemeingültige Formeln. Also diese 8 und 9 folgen aus 1 bis 7 raus. Also ich schreibe das mal hier unten hin. F, das komische Zeichen. Und hier hätte ich gerne groß F. Impliziert 8 und 9. So, genau. Was wir auch noch daraus rauslesen können, dass der Butler sich, hier muss ein Not hin, logischerweise. Der Butler hat sich ja nicht selbst gehasst. Was daraus folgt, dass der Butler sich nicht selbst gehasst hat, ist folgendes. Und zwar, wenn der Butler sich selbst
hassen würde, also hates B von B, dann würde er, nein, halt andersrum, wenn der Butler reicher wäre als Agathe, also richer B, A, dann würde der Butler sich auch selber hassen. Das wiederum bedeutet aber, dass es mit dem hier unten im Widerspruch steht. Sprich, der Butler kann nicht reicher gewesen sein oder kann nicht reicher sein als Agathe. Oh, verdammt. Okay, machen wir hier eine 10. Gleichung draus. Der Butler kann nicht reicher sein als Agathe, denn ansonsten müsste er sich selbst hassen. Das folgt hier raus und da kann man sogar jetzt ein Axiom anwenden. Wobei, nee, doch nicht. Egal. Okay, also wir wissen jetzt, dass der Butler nicht reicher ist als Agathe. So, und das ist genau das hier. Oh, ups, ich habe es hier völlig falsch aufgeschrieben, das macht natürlich einen Riesenunterschied. Der Butler muss reicher sein als Agathe. Wenn er nicht reicher wäre als Agathe, würde er sich selbst hassen. Deswegen muss dieses Not hier weg. So, und jetzt haben wir aber diesen Widerspruch. Der Butler ist reicher als Agathe, aber er muss gleichzeitig nicht reicher als Agathe sein, damit er sie hätte töten können. Weil wir haben ja gesagt, aus diesem Dings hier, wenn der Butler Agathe tötet, dann muss der Butler nicht reicher sein als Agathe. Aber er ist reicher als Agathe, sonst würde er sich selbst hassen. Okay, soweit? Das war der erste Teil. Jetzt kommt, was würde passieren? Wir können übrigens diese Annahmen hier einfach stehen lassen, weil die automatisch aus den Formeln folgen. Das heißt, es macht es ein bisschen leichter dann vielleicht. Ich lasse die auch fürs nächste Mal stehen, dass wir da ein bisschen schneller zu einem Schluss kommen dann. Okay. Jetzt nehmen wir einfach mal noch an, dass Charles Agathe umgebracht hat. So, wenn Charles Agathe umgebracht hat, naja, dann gilt automatisch, dass Charles laut Annahme hier nicht reicher sein darf als Agathe und Charles muss Agathe hassen. Also ich kopiere das hier. G impliziert Charles hates Agathe. So, jetzt sagen wir, okay, die ersten zwei oder die ersten drei hier, die zwei hier haben wir schon verwurstet. Jetzt können wir das hier alles benutzen. Okay, also, es gilt, dass alle Leute, die Agathe hasst, die darf Charles nicht hassen. Und da haben wir schon unseren Widerspruch, das heißt, da sind wir ein bisschen schneller. Denn Agathe, wie wir hier sehen können, hasst Charles, also darf Charles sich, ach so, halt, stopp, falsches Dings. Agathe hasst sich selbst, also darf Charles sie nicht hassen, weil es gilt ja hier für alle X, die Agathe hasst, die darf Charles nicht hassen. Und da wir hier wissen, dass das gilt, darf das hier nicht gelten für Agathe. Gut, also haben wir hier einen Widerspruch. Charles kann es auch nicht gewesen sein, es bleibt eigentlich nur noch Selbstmord übrig und wir wissen, wenn sie Selbstmord begangen hat, dann hasst sie sich selbst und ist nicht reicher als sie selbst. Die Gleichung hier hinten ist automatisch wahr und hassen tut sie sich selbst auch. Das heißt, hier finden wir keinen Widerspruch, sprich es bleibt nur noch diese Lösung übrig. Okay, ich weiß, wir haben jetzt ziemlich viel Freestyle gemacht mit dem Hilbert-Kalkül und eigentlich haben wir es gar nicht so richtig angewendet. Was wir vor allem gemacht haben, ist, wir haben geschlussfolgert, dieses Deduktionszeugs. Also wir haben gesagt, wenn das gilt, wenn f gilt, naja, dann gilt auch das hier und es gilt das hier und es gilt das hier. Und wenn die Sachen automatisch gelten, dann dürfen wir die auch auf die linke Seite schreiben und als Annahme dazu nehmen. Sprich, die sind allgemeingültig, genau dann, wenn f auch gilt. Also aus diesen Formeln folgt dann mehr. Und ja, also im Prinzip auch nicht besonders, aber was wir ganz arg gemacht haben, ist dieses Modus Ponens angewendet. Wir haben gesagt, wenn f impliziert g gilt, also das hier zum Beispiel, und es gilt die Aussage f, also zum Beispiel Agathe hasst sich selbst, dann gilt, dass Charles Agathe nicht hasst. Das wäre dann der Modus Ponens gewesen. Das haben wir ganz oft gemacht und wir haben relativ häufig das Axiom 4 hier angewandt. Okay, ja, ich hoffe, ihr hattet auch Spaß daran, herauszufinden, warum Agathe Selbstmord gemacht hat. Und warum, wissen wir nicht, aber wir wissen, dass es so war.
Ja, ich hoffe, es hat euch mal wieder gefallen und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao, ciao.